Pardon the interruption, meine liebe Freund. The episode will start in 1 minute, more or less. Nu, you love the big book of 15-minute Yiddish, more or less, so much that we had to come back with another season and a brand new book. This time, your 15-minute Yiddish Freund have written 15 original short stories just for Yiddish learners like you. We call it 15-minute Yiddish Meiselech, more or less, and you can only get it here. Go ahead, take a minute and write that down. National Yiddish Theatre Folksbiene needs your help to keep producing the free online programming that you have come to know and love. To show our appreciation for your tax-deductible support, we want to thank you with the following gifts. For donations of $54 and up, you'll get a digital version of the new book 15-Minute Yiddish Meiselech with all 15 stories from Season 5. The book includes a glossary of all the words from all 5 seasons, English to Yiddish, Yiddish to English, and the whole book is both in Yiddish letters and transliteration. All that, plus more 15-second funnies. For donations of $90 and up, you'll get the digital version of both 15-Minute Yiddish Meiselech and the big book of 15-Minute Yiddish. For donations of $180 and up, you'll get a print edition of 15-Minute Yiddish Meiselech autographed by all of us, as well as the digital version. And for donations of $300 and up, you'll get both books autographed along with the digital versions. Better than a tote bag, no? Murray, darling, vergesst nicht zu sagen, wir seien sehr, sehr dankbar für eure Breitherzigkeit. Wir seien sehr, sehr, sehr dankbar für eure Breitherzigkeit. Gut? Ausgezeichnet, darling. Mua. Nun, weiter. Shalom Aleichem, meine liebe Freund. Ich heiße Motl Didner und das ist 15-Minute Yiddish Meiselech. Mehr weniger. Eine Präsentation von dem National Yiddish Theatre Folksbiene. Die Studenten haben schon graduiert und sie haben geschaffen einen Lehenkreis. Jede Woche wollen wir lehen in der Meise und lernen sich neue Wörter. Und ihr seid eingeladen mitzulehnen. Wer wird lehnen heint? Lass mich schon chappen den Namen. Cha, darling. Jasche Koyachskan, ich bin sehr neugierig zu hören dein Meise. Dank, Motl. Ich hoffe, ihr werdet alle haben Hanoi davon. Sicher wollen wir. Before we begin, just a quick reminder that if you missed any of our past episodes, teige nicht. You can view them all online at nytf.org. Und jetzt wollen wir hören Scott's Meisele zweimal. Das erste Mal könnt ihr oder mitlehnen oder bloß zuhören sich zu. Wir wollen reden wegen die neuen Wörter und danach lernen noch einmal. Scott? Das ist eine wissenschaftliche Fantastik. That's how we say science fiction in Yiddish. Die Meise kommt vor in dem Jahr 3230 und das ist eine Meise mit einem Robot. Oder ein Goylemat. Ich hab besser lieb zu sagen Goylemat, das ist mehr hanoidig. In dem Jahr 1977 hat man geschickt 2 Kosmosschiffen zu gucken auf die anderen Welten in unser Sonnensystem. Messier Gear 1 und Messier Gear 2. Beide seien geflogen weiter, wie man hat gemeint. Und jetzt, mit 1253 Jahren später, seien sie in dem Ort zwischen unser Sonnensystem und dem neunsten Stern. Und es wird gedauern noch 70.000 Jahre, bis sie wollen sich treffen
mit unser Schochen Alpha Centauri. Beide von die Schiffen haben gehalten a goldenem Phonograph-Disk mit Begrüßungen in 55 menschliche Sprachen. Das ist a Wade nicht die Ganzkeit von menschlichen Sprachen. Es seien voran höher von 7000 menschliche Sprachen. Für was nur 55 Sprachen? Weil a Phonograph-Disk kann nur halten 45 Minuten von Musik oder Red. Und zwischen die tausende Sprachen, was es fällen die Phonograph-Disken, ist zum Bedeuren Jiddisch. Wenn es wollt einmal gewähnen, als die Schiff soll sich treffen mit der Welt mit intelligente Bries, und wenn ein Auswälter soll gefinnen dem Phonograph-Disk, und wenn es wollt gehabt auf Phonograph, und wenn es wollt gehabt nicht nur euren, aber euren, was kennen Herren die Frequenzen von menschlicher Keller, wollt es a Wade gewähnen an Unglück bei die Jiden zusammen mit die 6945 Völker, was sie können nicht geben sollen in ihre eigene Sprachen. Aber also ist gewähnt die Technologie in dem Jahr 1977. Kosmosschiffen, was fliehen per Melech und Phonographen. Und es ist unser Masel, was keiner hat nicht gefunden, die Phonograph-Disken, was halten kein ein jiddisch Wort. Mit 200 Jahren später ist man eine Sache weitergegangen mit der Wissenschaft. Und in dem Jahr 2163 hat man gehabt Kosmosschiffen, was kennen der Griechen die neunste Sterne in 500 Jahren. Damals hat der Mensch gekannt leben öfter 240 Jahre. Das heißt, als bloß zu fahren zu einer anderen Welt, wird gedauert zweimal ein Menschens ganz Leben. Aber viele damals hat der Goylemat gekannt arbeiten, wie lang sein Schmelzreaktor hat gehabt Hydrogen. Aber es wird nicht getroffen mit der Kosmos stehen oder einem mechanischen Durchfall. Kann das sein etliche tausend Jahre. Ein Goylemat hat nicht nur gekannt halten Begrüßungen in 55 Sprachen, aber alle Wörter von alle 7000 menschlichen Sprachen. Und ein Goylemat hat nicht nur gekannt schmusen in die Sprachen, aber lernen die Auswärter die Sprachen und euch lernen sich die Sprachen von die Auswärter dazu. Man hat geschickt knapp 2 Millionen Kosmosschiffen mit derselben Goylematen zu allen Sternen, was die Wissenschaftler haben gemeint, wollten gehabt Welten mit lebendigen Bries. A viele Heint haben nur ein Achtel getroffen mit den 9. Sternensystemen und die Rest fliehen noch. Zwischen die 250.000, was haben schon getroffen mit der Welt, haben wir gehört von 175.000, weil es kann gedauern hunderte Jahre für das Signal zurückzukommen zu der Erde mit Information. Und zwischen die 175.000 haben das Rauf getroffen mit Welten, was haben nicht bewiesen kein Sinn von Leben. Rund 30.000 haben ja getroffen mit Welten mit Leben, aber das Rauf von den Welten haben nur etwas wie Gewichsen, Bries von Einkämmerl oder etwas wie primitive Chais oder Chais, was die Wissenschaftler meinen, als sie seien nicht intelligent. Nur 3 von den Goylematen haben getroffen mit Welten mit intelligente Bries. Auf der ersten Welt hat man ignoriert dem Goylemat. Es ist nicht klar, ob sie haben es gekannt sehen oder hören ziehen. Auf der zweiten Welt hat man dem Goylemat ja bemerkt, aber sie haben Meure gehabt vor ihm und haben ihm Chorv gemacht. Aber auf der dritten Welt
haben sie ihm genommen zu sehr Wissenschaftlers. Der Goylemat hat man programmiert zu reden in ein menschlicher Sprach noch ein ander, bis die Ortikers wollten gehabt a Reaktie. Der Goylemat, was heißt Kof 3P Aleph, hat gerät und die Wissenschaftlers haben sich zugehört zu dem Goylemat Tag und Nacht. Aber sie haben zu ihm nicht gesagt a viele ein Wort. Efter haben sie nicht gehabt kein geräte Sprach. Es ist gewesen etliche Jahre, ehe sie haben gehabt eine Reaktion. Von die Millionen Wörter und Phrases in die 7000 menschliche Sprachen, es ist zufällig eine Phrase, was klingt dasselbe wie eine Phrase in sehr Sprach. Und in was für eine menschliche Sprach? Versteht sich. Jiddisch. Und was ist die Phrase? Yasher Koyach. Und was ist gewesen seine Reaktion? Etwas wie Gelächter. Für was? Weil bei sie meint es etwas im Ganzen anders. Bei sie meint Yasher Koyach, ich will dir kitzeln die Fies. Oder etwas so wie Fies. Und so wie sie haben gehabt eine Reaktion zur Phrase auf Jiddisch, hat Kof 3P Aleph sie angeheuben zu lernen noch Wörter und Phrasen auf Jiddisch, a viele mischugene Grammatik. Und sie haben Kof 3P Aleph gelernt zu reden in Sehersprach, was heißt Schmelvdenisch, nach seher Heimwelt, was heißt Schmelvden. Schmelvden ist gewähne Welt mit ein Sprach. Es ist gewähne für die Schmelvdners a Großglück, was Kof 3P Aleph ist gekommen Punkt demalt, weil sie seinen gewähne auf große Zures. Seher Sohn ist kimat bei dem Sof von ihr Leben und sie wollten nur gehabt 300-400 Jahre, ehe man wollt nicht gekannt Leben aufschmelten. Das ist gewähne genug Zeit für Kof 3P Aleph zu schicken als Signal zu der Erde und für Erde zurückzuschicken als Signal mit einer Einladung, als die Schmelvdners sollen kommen wohnen mit uns da. Und es ist für unser Glück, was die Schmelvdners seien sehr klein und als alle 10 Billionen von sie können wohnen in einem Ort nicht größer von Rhode Island. Und es ist mein Covid zu geben Scholem die Schmelvdners, wenn ihre Kosmosschiffen wollen ankommen zu der Erde morgen mit die erste jiddisch redendicke Emigranten von dem Kosmos. Aber als ihr werdet sich treffen mit die Schmelvdners, trotz sie reden sehr gut Jiddisch, seid sicher, als ihr werdet nicht sie sagen, Yasher Koyach, weil sie wollen meinen, noch als ihr wollt sie kitzeln die Fies. Oder etwas so wie Fies. Oi, Sache schöne Meise. Und es sagt neue Wörter. Aber etliche, wo seien sehr known zu Englisch. Let's take a look. Der Kosmos means outer space. This is one of those words that's only used in the singular. Die Schiff is a ship. Die Schiffen in the plural. Put the two of those together and you get die Kosmosschiff, a spaceship. Die Kosmosschiffen in the plural. Die Welt is the world or planet. Die Welten in the plural. Gedauern is a verb meaning to last, as in to take place over a period of time. This is one of those verbs that already has a gimel ayin, or ge, baked into the present tense, so we don't need to add it to the past tense. Haben gedauert. Der Phonograph means what it sounds like, plural die Phonographen, and a record is der Phonograph-Disk, die Phonograph-Disken in the plural. Die Begrüßung is a greeting, die Begrüßungen in the plural. Zum Bedauern means unfortunately. Intelligent means exactly what it sounds like. Die Brie is a being or a creature, plural die Bries. Der Ausländer is a person from another country. The term alien isn't really preferred these days, but it does lead us to our next word. Der Auswälter
is a being from another planet. Der Frequenz means frequency, plural die Frequenzen. Geben Sholem is one way to say to greet. We can also say begrüßen, which is related to Begrüßung. This is semi-regular. The past tense does not have a GE or Gimel Ayin prefix. Haben begrüßt. Die Technologie means exactly what it sounds like. This is also used only in the singular. And our next word is a very helpful verb. Oh, it's verb time. Today's verb is der Griechen, meaning to reach or to achieve, as in to reach one's goal. This is a regular verb in the present tense, and note that the Daled Ayin Reish, or D-E-R, is a non-separable prefix. Griechen, without this prefix, means to reach in the sense of stretching out your arm to get something. Let's take a look. Ich der Griech. Du der Griechst. Sie, es der Griecht. Mir der Griechen. Ihr der Griecht. Sie der Griechen. Alle zusammen. Ich Der Griech. Du Der Griechst. Sie, es Der Griecht. Mir Der Griechen. Ihr Der Griecht. Sie Der Griechen. Sehr, sehr gut. We'll call der Griechen semi-regular in the past tense since it does not get a Gimel Ayin or GE prefix, and it pairs with the helper verb haben. Sie hat der Griech dem Sof von dem Buch. Nu weiter. Blois means only or just. It's a synonym with nor. Our next word is a really good science fiction word. Der Schmelzreaktor is a fusion reactor. Entschuldigt mir, Motl, aber der Schmelzreaktor ist nicht nur von wissenschaftlicher Fantastik. Es seien schon voran Schmelzreaktoren, chotsch, sie machen noch nicht mehr Energie, wie sie nehmen, aber es wird bald sein, ja. Hallebei. Gut zu wissen. A Dank, Professor. Weiter. Der Hydrogen is another word that means pretty much what it sounds like and is used only in the singular. Der Durchfall means a failure. Die Durchfallen in the plural. Der zu means furthermore, in addition to, what's more, und so weiter. Kimat means almost or nearly. Now you already know that die Wissenschaft is science, so you could be scientific and extrapolate that der Wissenschaftler is a scientist, die Wissenschaftlers in the plural. Der Signal, plural die Signalen, means what it sounds like, as does die Informatia. In Yiddish there is a plural, die Informatias, although in English we wouldn't say the informations. I would say the informations. I stand corrected. Das Rov means the majority. Doesn't Rov mean rabbi? It does, but Rov as in rabbi is spelled Reish Ves. Reish Vov Ves is Rov as in majority, so you'll know the difference when you encounter it in writing. Beweisen is a regular verb meaning to show or to display. It is a semi-regular verb in the past tense. It does not get a Gimel Ayin or GE prefix, and there is a vowel shift. Haben bewiesen. Das Kämmerl is a cell, and it has a very interesting etymology. Motl, meg ich erzählen wegen dem? Adarabe. Das Kämmerl is diminutive of die Kamer, meaning a chamber, a room, or a cell, as in a prison cell. The term cell for the biological structure was coined by Robert Hooke, an English mathematician and naturalist who used the word to describe what looked to him like the cells in which monks slept when he looked at a slice of cork through a primitive microscope in the 17th century. A Dank, Professor. And since you mentioned it, primitive means exactly what it sounds like. And speaking of Yiddish words that sound like English words, ignorieren is a regular verb in the present tense.
It is semi-regular in the past. It gets no gimel ayin or ge prefix. In fact, it gets no prefix at all. Haben ignoriert. And the same is true with programmieren. Past tense, haben programmiert. Der Ortiker is a local, a person who lives locally. Plural, die Ortiker. Die Reaktie means what it sounds like. Die Reaktie is in the plural. Klingen is a regular verb meaning to sound. There is a vowel shift in the past tense. Haben geklungen. And selbig is an adjective meaning the same. Note that it is preceded by whatever definite article is required, given the gender and part of speech, of the associated noun. Well, that's a confusing explanation, darling. It is. Let's say that I'm comparing the color of my eyes to the color of Scott's eyes. They just happen to be the same. Ich hab keinmal nicht bemerkt. Sehr modne. In this example, color is the thing that is the same. And color, der Collier, is a masculine noun. Der Collier von meine Augen und Scott's Augen is der selbiger. Nu weiter. Kitzeln is a regular verb in the present and past tense meaning to tickle. Haben gekitzelt. Der Emigrant means exactly what it sounds like. Die Emigraten in the plural. Und das ist es. Let's listen to Scott's story again. We'll include an English translation this time, and if you need more time to read, you can pause the video at any time. In dem Jahr 1977 hat man geschickt 2 Kosmosschiffen zu gucken auf die anderen Welten in unser Sonnensystem. Messier Geyer 1 und Messier Geyer 2. Beide seien geflogen weiter, wie man hat gemeint, und jetzt mit 1253 Jahren später seien sie in dem Ort zwischen unser Sonnensystem und dem neuesten Stern. Und es wird gedauern noch 70.000 Jahre, bis sie wollen sich treffen mit unser Schochen Alpha Centauri. Beide von den Schiffen haben gehalten a goldenem Phonograph-Disk mit Begrüßungen in 55 menschlicher Sprachen. Das ist erwarte nicht die Ganzheit von menschlicher Sprachen. Es seien voran höher von 7000 menschliche Sprachen. Für was noch 55 Sprachen? Weil a Phonograph-Disk kann nur halten 45 Minuten von Musik oder Rede. Und zwischen die tausende Sprachen, was es fehlen die Phonograph-Disken, ist zum Bedeuren Jiddisch. Wenn es wollt einmal gewähren, als die Schiff soll sich treffen mit der Welt mit intelligente Bries, und wenn ein Auswälter soll gefunden dem Phonograph-Disk, und wenn es wollt gehabt auf Phonograph, und wenn es wollt gehabt nicht nur euren, aber euren, was können hören die Frequenzen von menschlicher Keller, wollt es erwarte gewähren an Unglück bei den Jiden zusammen mit die 6.945 Völker, was sie können nicht geben sollen in ihre eigene Sprachen. Aber also ist gewähnt die Technologie in dem Jahr 1977. Kosmosschiffen, was fliehen per Melech und Phonographen. Und es ist unser Masel, was keiner hat nicht gefunden, die Phonograph-Disken, was halten kein ein jiddisch Wort. Mit 200 Jahren später ist man eine Sache weitergegangen mit der Wissenschaft. Und in dem Jahr 2163 hat man gehabt Kosmosschiffen, was kennen der Griechen die neuesten Sterne in 500 Jahren. Damals hat der Mensch gekannt leben öfter 240 Jahre. Das heißt, als bloß zu fahren zu einer anderen Welt, wird gedauert zweimal ein Menschens ganz Leben.
Aber viele demolt hat der Goylemat gekannt arbeiten, wie lang sein Schmelzreaktor hat gehabt Hydrogen. Aber es wollt nicht getroffen mit der Kosmos stehen oder einem mechanischen Durchfall. Kann das sein etliche tausend Jahre. A Goylemat hat nicht nur gekannt halten Begrüßungen in 55 Sprachen, aber alle Wörter von alle 7000 menschlichen Sprachen. Und a Goylemat hat nicht nur gekannt Schmuesen in die Sprachen, aber lernen die Auswörter die Sprachen und euch lernen sich die Sprachen von die Auswörter dazu. Man hat geschickt knapp 2 Millionen Kosmosschiffen mit derselben Goylematen zu allen Sternen, was die Wissenschaftler haben gemeint, wollten gehabt Welten mit lebendigen Bries. A viele Heint haben nur ein Achtel getroffen mit den 9. Sternensystemen und die Rest fliehen noch. Zwischen die 250.000, was haben schon getroffen mit der Welt, haben wir gehört von 175.000, weil es kann gedauern hunderte Jahre für das Signal zurückzukommen zu der Erde mit Information. Und zwischen die 175.000 haben das Rauf getroffen mit Welten, was haben nicht bewiesen kein Sinnen von Leben. Rund 30.000 haben ja getroffen mit Welten mit Leben, aber das Rauf von den Welten haben nur etwas wie Gewichsen, Bries von Einkämmerl oder etwas wie primitive Chayes oder Chayes, was die Wissenschaftler meinen, als sie seien nicht intelligent. Nur 3 von den Goylematen haben getroffen mit Welten mit intelligente Bries. Auf der ersten Welt hat man ignoriert dem Goylemat. Es ist nicht klar, ob sie haben es gekannt sehen oder hören ziehen. Auf der zweiten Welt hat man dem Goylemat ja bemerkt, aber sie haben Meure gehabt vor ihm und haben ihm Chorev gemacht. Aber auf der dritten Welt haben sie ihn genommen zu sehr Wissenschaftlers. Der Goylemat hat man programmiert zu reden in ein menschlicher Sprache noch ein ander, bis die Ortigers wollten gehabt eine Reaktion. Der Goylemat, was heißt Kof 3P Aleph, hat gerät und die Wissenschaftler haben sich zugehört zu dem Goylemat Tag und Nacht. Aber sie haben zu ihm nicht gesagt a viele ein Wort. Efter haben sie nicht gehabt kein geräte Sprach. Es ist gewesen etliche Jahre, ehe sie haben gehabt eine Reaktion. Von den Millionen Wörter und Phrases in die 7000 menschlichen Sprachen, es ist zufällig eine Phrase, was klingt dasselbe wie eine Phrase in seiner Sprache. Und in was für eine menschliche Sprache? Versteht sich. Jiddisch. Und was ist die Phrase? Yasher Koyach. Und was ist gewesen seine Reaktion? Etwas wie Gelächter. Für was? Weil bei sie meint es etwas im Ganzen anders. Bei sie meint Yasher Koyach, ich will dir kitzeln die Fies. Oder etwas so wie Fies. Und so wie sie haben gehabt eine Reaktion zur Phrase auf Jiddisch, hat Kof 3P Aleph sie angehoben zu lernen noch Wörter und Phrases auf Jiddisch, a viele mischugene Grammatik. Und sie haben Kof 3P Aleph gelernt zu reden in seiner Sprache, was heißt Schmelvdenisch, nach seiner Heimwelt, was heißt Schmelvden. Schmelvden ist gewähne Welt mit ein Sprach. Es ist gewähnt für die Schmelvdners a Großglück, was Kof 3P Aleph ist gekommen Punkt demolt, weil sie seinen gewähnt auf große Zores. Seher Sohn ist kiemat bei dem Sof von ihr Leben, und sie wollten nur gehabt 300-400 Jahre, ehe man wollt nicht gekannt Leben aufschmelten. Das ist gewähnt genug Zeit für Kof 3P Aleph zu schicken als Signal zu der Erde und für Erde
zurückzuschicken ein Signal mit einer Einladung, als die Schmeldners sollen kommen wohnen mit uns da. Und es ist für unser Glück, was die Schmeldners seien sehr klein. Und als alle 10 Billionen von sie können wohnen in einem Ort nicht größer von Rhode Island. Und es ist mein Covid zu geben Scholem die Schmeldners, wenn ihre Kosmosschiffen wollen ankommen zu der Erde morgen mit die erste jiddisch redendicke Emigranten von dem Kosmos. Aber als ihr werdet sich treffen mit die Schmeldners, trotz sie reden sehr gut Jiddisch, seid sicher, als ihr werdet nicht sie sagen, Yasher Koyach, weil sie wollen meinen, noch als ihr wollt sie kitzeln die Fies. Oder etwas so wie Fies. Yasher Koyach, Scott. Oh, ich mein, gut gelernt. Ich will dir nicht kitzeln die Fies. Nu, lo mir ein Patschen Bravo. Dank euch alle. Kommt zurück in der Woche rum, weil wir noch einmal drehen dem Nomenkapper und lernen zusammen 15 Minuten Meisele. Derweil seid gesund alle.